Millionen Gärtner werfen Eierschalen ins Beet. Sie wollen Schnecken stoppen und Tomaten retten. Stattdessen locken sie hungrige Ratten an. Den Schnecken sind die Schalen nämlich egal. Und die Tomate welkt trotzdem. Woran liegt das? Bergeweise Eierschalen landen bei uns achtlos im Müll. Über 5 Kilo pro Haushalt. Eine echte Verschwendung. Denn die Schale ist eigentlich gar kein Biomüll. Sie besteht zu 95% aus Calciumcarbonat, ein Gestein, an dem Wasser einfach abprallt. Es sei denn, Regenwasser allein kann das harte Calcium kaum lösen. Dafür müssen die Pflanzenwurzeln im Boden atmen. Ihr CO2 bildet mit dem Wasser eine milde Kohlensäure. Erst diese Säure löst das Calcium aus der Schale. Ein Prozess von Monaten. Hier lauert der nächste Fehler. Scharfe Schalen gegen Schnecken? Leider ein Mythos. Die Tiere bilden mehr Schleim und gleiten unbeschadet darüber. Und was ist mit der gefürchteten Blütenendfäule bei Tomaten? Auch hier helfen Schalen kaum. Calcium fehlt im Boden selten. Meist stockt einfach nur der Wassertransport in der Pflanze. Eierschalenstaub verändert die Bodenchemie massiv. Er hebt den pH-Wert an und neutralisiert Säure. Für kalkliebenden Lavendel ist das fantastisch. Doch für säureliebende Pflanzen wie Hortensien ist das Pulver ein schleichendes Todesurteil. Für den perfekten Dünger müssen die Schalen in den Ofen. Die Hitze tötet gefährliche Keime wie Salmonellen sicher ab. Danach werden die Schalen zu hauchfeinem Staub zermahlen. Je feiner das Pulver, desto schneller wirkt das reine Calcium. Ein Löffel im Pflanzloch ist so ein idealer Langzeitdünger. Für den Turboeffekt übergießt du das Pulver mit kochendem Wasser. Die Hitze löst das wertvolle Calcium viel schneller heraus. Lass diesen Eierschalentee nun für etwa einen Tag lang ziehen. Danach gießt du den Sud direkt an den Fuß deiner Pflanzen. So erhalten die Wurzeln einen sofort wirksamen Nährstoffboost. Es gibt eine Ausnahme, wo ganze Schalen erlaubt sind. Als Anzuchttopf. Stich unten ein winziges Loch für den Abfluss. Später pflanzt du den Keimling mitsamt Schale ins Beet. Die kräftigen Wurzeln sprengen den Kalkmantel auf. So versorgt die Schale die Pflanze direkt mit Dünger. Wir sollen mehr solcher Videos machen? Dann freuen wir uns über dein Like und dein Abo.